So, moin moin Leute und willkommen zu diesem neuen Video hier beim Bärenlord. Ja, heute präsentiere ich euch mal meine Technik, die ich so zum Aufnehmen von meinen Videos benutze. Also hauptsächlich mein Kamera-Equipment und so. Ja, und da legen wir es mal los. So, auf jeden Fall habe ich hier mein ganzes Gerempel eigentlich hauptsächlich hingelegt. Also, ja, meine große Kamera, Kamerataschen und diverse Stative und so. Ja, werde ich euch gleich mal direkt zeigen, wie alles, was ich alles habe. So, geht es jetzt weiter mit meinen Kameras. Und zwar habe ich diese wunderbare Panasonic. Und zwar aus dem Grund, weil die einen wirklich geilen optischen Zoom hat, bis 20-fach. Nämlich natürlich dann, um Mensch dann wie meine Eulen, kann schon mal Filme und dann ranzoomen muss, ist das dann eben schlecht. Bei einer GoPro optisch reinzuzoomen, habe ich eben keinen Bock drauf, weil das eben so reingekroppelt ist ins Bild und das sieht dann scheiße aus, und deswegen nehme ich schon halt diese hier und zoome da eben ran. Also ist halt zwar mit Klappdisplay und einer Full HD, aber ich finde sie easy, geil, und hat natürlich auch ein 5.1 Mikro drin eingebaut. Hab mir damals auch einen großen Akku geholt, hat 100 Euro, kostet wirklich 100 Euro dieser große Klumpen. Hält 4 Stunden, also soll 4 Stunden halten, ist aber auch schon mittlerweile, ich glaube 4 Jahre alt. Ja, könnte hinkommen, 4 Jahre alt, also Panasonic, geile Kamera, machen halt immer geile Technik, Panasonic. Ja, auch noch mit Blitzschuh dran, den kann ich auch noch abmachen. Hast auch noch einen extra Kopfhöreranschluss dran, hast eben auch gesagt hier auch noch Mic-Anschluss dran, was du dran machen kannst, sehr fein. Ja. Dann meine allererste Actioncam. Eine Rollei. Sehr billig. Bild natürlich nicht so qualitativ hoch. Aber was will man machen? Wenn man noch jung ist und sich eine Actioncam kaufen will. Und dann, naja, für 100 Euro sich so eine kauft, ne? Ja, aber hat trotzdem einen Einsatzzweck. Und ja. Nutzen tue ich das mittlerweile nicht mehr so häufig, nur bei Envy Jobs haben wir noch genutzt. Ja, das kann ich ja kurz mal anschneiden da. Ja, ansonsten eben eher Nebensache, hab dann ja später eine mir spendieren lassen auf Wunsch eines Familienmitglieds. Ja, mir das bezahlen lassen, weil er mir was Gutes tun wollte, kameramäßig, weil er das kannte. Und hab dann eben meine GoPro gekauft, aber dann mit meiner ersten Kamera so mit, und zwar, ja, hab schon gesehen, meine Canon 80D habe ich drauf hingespart, ist sogar zweimal drauf hingespart, weil ich habe den Kamerabuddy zuerst gekauft und dann eben noch das Objektiv dazu, ist ein EFS EF 18 zu 155 mm. Hab dann noch das nachgekauft, das war nicht gegen die Blende, und noch eine ich weiß nicht, schon UV Blende, bla bla bla. Ja. Hab auch noch vorher hatte ich noch die habe ich angefangen mit der 1100. Die ist mir dann aber kaputt gegangen, und ja, die habe ich dann verschenkt, und dann kurz Zeit später habe ich mir die 750 gekauft, auch gesagt, weil ich dann auch Klappbildschirm haben wollte, was ziemlich geil ist. Was hatte die 1100 eben nicht, und auch wieder mit dem Kit-Objektiv, habe mir darauf dann auch noch ein Weitwinkelobjektiv gekauft, ein 10 zu 18, ist zwar nicht das Optimum, ist nur so ein, also schon gut, aber halt eben, naja, nicht das Beste, aber ja. Und daraufhin kam dann eben auch noch die 80D, und die nehme ich jetzt als Fullkamera eben, also ich bin ja auch fotografiere ja auch viel, also in gewisser Weise so.
und nimmt damit auch Videos auf, geht ja wunderbar damit. Ja, und die 57D, die gibt es auch noch. Die ist aber zurzeit gerade nicht im Haus, die wird noch umgebaut oder ist noch beim Umbau, das hat Zeit. Denn da will ich einen IR-Filter rausbauen, das sind diesen Infrarotfilter und die zu einer, wie man es kennt von so Nachtsichtgeräten, Nachtsichtkameras, so eben diesen Grünlook da eben umbauen. Und ja, das dauert noch, das wird ich irgendwann mal auch mal Video machen, aber naja, das hat noch Zeit. Ja, so, ansonsten, mit welcher ich gerade auch aufnehme, so, ansonsten, mit welcher ich auch noch aufnehme, ist gerade hier meine GoPro, nimmt gerade selber auf, das schneide ich dann eben rein. Das hat plus die GoPro, nicht großartig vom GoPro noch an Zubehör, nur hier so von Manfrotto noch so ein Zeug, aber ansonsten habe ich direkt auch noch anderes Zeug für meine Kameras. Was ich schon gezeigt habe, da habe ich auch in den Tabakdosen da eben noch Gerümpel drin, um was dran zu bauen, also mit Gewinde und so und Saugnäpfen, Stativen und allem, damit ich dann eben die auch befestigen kann, auch mit Saugnäpfen, damit ich eine Glasscheibe machen kann im Auto oder Klemmen mit so Gewinde, mit so Stativstangen, um das dann zu erweitern und alles mögliche, kann man heutzutage halt zukaufen. Ich werde schon, ja, manchmal noch ein Bild einblenden. Ja, so, dann auf jeden Fall meine neueste Errungenschaft auf jeden Fall und auch schon gebraucht und eigentlich wirklich die jüngste Kamera in meinem Sortiment, was ich mir auch schon lange geträumt habe, aber ich habe lange gewartet, eben weil die auch relativ teuer ist. Also es geht eigentlich, es gibt teure Kameras auf jeden Fall, also aber also die teuerste auf jeden Fall war ja, wie gesagt, meine Spiegelreflex, die 80D, waren alle meine Spiegelreflex, aber das ist dann hier schon noch ein bisschen günstiger, aber trotzdem teuer und bin ja ab zur Zeit auch nicht so wirklich geknetet und habe das günstig geschossen, ich spare zurzeit eben auf dem Rechner zusammen, das dauert zwar noch ein bisschen, aber ich habe mir das mal gegönnt, weil das war wirklich günstig geschossen, gab auch ordentlich Zubehör dazu, da kann ich auch noch ein Bild einblenden, was ich da, ja, hier drüben noch mal Bild einblenden, was ich für Zubehör dazu habe und habe das mal zusammengerechnet, habe das mal so bei Amazon und bei Mediamarkt zusammengerechnet, also bei Amazon ungefähr, oder beziehungsweise habe ich das auch noch bei Insta zusammengerechnet. Ich wäre so zwischen Amazon über Mediamarkt, so das Mittelding, zu Insta wäre ich, also über Amazon wäre ich so bei 650 circa, plus minus. Über Mediamarkt dann so bei 700 plus und bei Insta wäre schon glaube ich bei 750, wenn nicht sogar noch teurer für das, was ich dazu bekommen habe. Ja, wie gesagt, schon eben Insta 360 und zwar die X4, wunderschönes Gerät. Ich hätte mir ja am liebsten ja die X5 gekauft, aber die ist ja gerade das neu und eben noch teuer mit ihren, also nur für den Body. Ich habe hier ja noch ein Temperatur Ding dran, zur Überhitzung eben, aber nur der Body praktisch, also kann man jetzt hier sehen, nur der Body hätte da gut was in die 500 € gekostet oder 550, und da hast du eben nur einen Akku dazu und ich glaube, gut, man kann zum Bundle kaufen, da ist dann bei 650, aber rein Body nur 550, müsst noch der Speicherkarte kaufen, Akku hätte dabei, und ich glaube, nee, laden hätte es nicht, oder ich glaube ein Ladegerät oder Ladekabel. Ja, und ich habe eben, habe ich eben noch einen zweiten Akku, einmal eine Speicherkarte von Insta, die 256 GB, noch eine 128 GB von Samsung, das Schnellladegerät Case, im Crystal Case, ja dieses andere, diesen normalen Stab dazu, diesen Selfie Stick dazu, diese Tauchglocke dazu für bis zu 50 Metern. Ja, noch so ein bisschen Klinkrahmen, Tücher und so, und das hier noch, die Tasche noch dazu. Ja,
das war's dann eigentlich schon. So, das ist eigentlich geil und damit muss ich mich noch reinfummeln mit der Insta eben. Auch gerade mit, also aufnehmen nicht, weil geht ja drauf, auf dem Stick geschraubt, angemacht, Aufnahme starten, los geht's, aber mit der Software muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen. Ja, ansonsten, ja. So. Ne, geh rein. So, wie gesagt, hier sind noch Tabakdosen, wo ich eben tatsächlich so Sockknöpfe habe und hier sowas und diverse Kugelköpfe zum draufschrauben mit Gewinde. Solche. Ja gut, hier sieht man es am besten. Solche Zangen zum Beispiel, wo ich dann eben das auch noch so ein bisschen dran habe. Ja, hier noch nicht. AUX-Kabel, so zur Verlängerung. Ja, so, dann habe ich hier noch ein Stativ, was ich auch nehme, was ich mir vor kurzem noch geleistet habe auf Amazon. So ein, das ist eigentlich relativ klein. Also so ist das eben halt zusammengesetzt, ne? Und kann bis 1,80 Meter groß werden. Und das hier unten kannst du halt noch abmachen und kannst dann praktisch den Stab hier unten und das hier dann als Selfie-Stick benutzen. Hab dann noch ein Einbeinstativ und noch ein diverse Dreibeinstative, ja. Ja, so, das ist auf jeden Fall mein kleiner Schnittrechner. Ist erstmal noch eine Übergangslösung, also ein schönes Lenovo Notebook, ja, ein schönes Lenovo Laptop, ThinkPad, ja, und noch ein kleiner Bildschirm, ist zwar ein älterer Bildschirm, hat zwar keinen HDMI-Anschluss, aber reicht, um nebenbei mal noch ein YouTube zu gucken und dann hier zu schneiden. Ja. So, ansonsten habe ich noch meine Software zum Schneiden und das wäre die Adobe Premiere Elements 2022. Ja, es gibt auch schon eine Nachfolgeversion, aber das ist die abgespeckte Version von der Elements, von der Premiere, Adobe Premiere Pro Version als Heimanwender, so gesagt, der eben nicht viel groß so Videoprojekte macht und mit viel Effekten und so, aber für mich reicht und für meine Videos bin damit völlig zufrieden. So, da wären wir schon am Ende des Videos und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mal ein Like da und wenn du neu bist, auch ein Abo. Würde mir sehr weiterhelfen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, bei dir, wie auch immer, fürs Anklicken des Videos, fürs Anschauen und schaut meine anderen Videos, die ich auf dem Kanal habe. Euer Bernhard und ciao ciao.